Stell dir vor, du sitzt auf dem Sofa. Dein Tag war eigentlich ganz normal, doch plötzlich spürst du eine innere Unruhe. Dein Herz schlägt schneller, deine Gedanken drehen sich im Kreis und ohne es zu merken, bist du in einer gedanklichen Spirale gefangen. Kommt dir das bekannt vor? Diese Art von Anspannung entsteht oft nicht durch äußere Ereignisse, sondern durch automatische Denkmuster, die tief in deinem Gehirn verankert sind. Aber was wäre, wenn du diese Muster durchbrechen könntest? Eine der wirksamsten Methoden ist überraschend simpel: das bewusste Aufschreiben deiner Gedanken. Klingt banal? Dann lass mich dir erklären, warum genau das so entscheidend ist. Viele von uns erleben immer wieder diese innere Unruhe, ohne genau zu wissen, woher sie kommt. Häufig liegt der Grund in unseren automatisierten Gedankenabläufen, die unbewusst im Hintergrund ablaufen. Unser Gehirn ist ein Meister der Effizienz. Es verarbeitet pro Sekunde Millionen von Informationen, wählt aber nur einen Bruchteil davon für unser Bewusstsein aus. Dabei bevorzugt es Inhalte, die emotional aufgeladen und häufig wiederholt wurden. Oft sind es negative Gedanken oder Sorgen. Ein Beispiel: Du hast irgendwann in deiner Vergangenheit eine stressige Situation erlebt, etwa ein unangenehmes Gespräch mit deinem Chef. Dein Gehirn speichert nicht nur die Fakten, sondern auch die Emotionen und den Stress, den du in diesem Moment gespürt hast. Beim nächsten ähnlichen Anlass, vielleicht nur eine neue E-Mail vom Chef, ruft dein Gehirn das alte Gefühl ab, obwohl es gar keinen Grund zur Sorge gibt. Das Problem dabei: diese Prozesse laufen automatisch ab. Du merkst oft nicht einmal, dass du negative Gedanken produzierst, bis die körperliche Anspannung da ist. Dein Körper signalisiert dir: Achtung, da ist eine Bedrohung, auch wenn es gar keine reale Gefahr gibt. Hier kommt eine einfache, aber tiefgreifende Lösung ins Spiel: das bewusste Formulieren deiner Gedanken, entweder schriftlich oder laut ausgesprochen. Wenn du deine Gedanken einfach nur im Kopf behältst, können sie chaotisch, vage und unstrukturiert bleiben. Dein Gehirn verarbeitet sie unbewusst immer wieder, ohne dass du sie konkret fassen kannst. Durch das Schreiben zwingst du dein Gehirn, klare Sätze zu formulieren. Statt diffuser Sorgen wie „irgendwas läuft heute schief“, musst du konkret werden. „Ich habe Angst, dass ich meinen Abgabetermin nicht einhalte“ oder „ich fürchte, dass meine Präsentation schlecht ankommt“. Allein dieser Schritt, das Benennen der Angst, reduziert das Gefühl der Hilflosigkeit, weil du den Gedanken nicht mehr als vage Bedrohung wahrnimmst, sondern als etwas greifbar. Solange Gedanken nur in deinem Kopf existieren, können sie sich unkontrolliert wiederholen. Unser Gehirn liebt es, dieselben Dinge in Endlosschleife zu durchdenken, besonders wenn sie mit Angst oder Unsicherheit verbunden sind. Aber sobald du sie aufschreibst, passiert etwas Entscheidendes. Du siehst sie aus einer neuen Perspektive. Plötzlich kannst du hinterfragen: Ist das wirklich realistisch? Würdest du einer guten Freundin glauben, wenn sie das über sich selbst sagen würde? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Vielleicht ein unangenehmes Gespräch, kein Weltuntergang. Das Schreiben hilft dir, gedanklichen Abstand zu gewinnen. Anstatt in einer Spirale gefangen zu sein, wirst du zu einem Beobachter deiner eigenen Gedanken. Eine spannende Erkenntnis aus der Neurowissenschaft: Unser Gehirn kann nichts aufschreiben, ohne es dabei innerlich auch quasi zu hören. Das bedeutet, sobald du deine Angst oder Sorge zu Papier bringst, musst du sie formulieren. Und das verändert die Art, wie dein Gehirn damit umgeht. Studien zeigen, dass das Aufschreiben von negativen Gedanken ihre emotionale Intensität reduzieren kann. Wenn du Ängste nur in deinem Kopf behältst, fühlen sie sich manchmal riesig an. Doch wenn du sie aufschreibst, werden sie von einem vagen Gefühl zu einer konkreten Aussage und dadurch kleiner und kontrollierbarer. Ein Satz auf Papier hat nicht die gleiche emotionale Wucht wie eine Angst, die sich in deinem Kopf aufblähen kann. Unser Gehirn neigt dazu, bekannte Gedankenpfade immer wieder zu benutzen, wie eine Autobahn, die mit jeder Wiederholung breiter wird. Das Problem: je öfter du eine negative Gedankenschleife wiederholst, desto stärker verankert sich dieses Muster in deinem Gehirn. Stell dir eine unbefestigte Straße vor. Je öfter ein Auto darüber fährt, desto tiefer werden die Spurrillen. Irgendwann ist es schwer, von diesem Weg abzuweichen. Wenn du negative Gedanken unkontrolliert immer wieder durchläufst, verstärkt sich dieses Muster. Wenn du negative Gedanken unkontrolliert immer wieder durchläufst, verstärkt sich dieses Muster und dein Gehirn wird es beim nächsten Mal noch schneller abrufen können. Die Lösung: Du musst bewusst eine andere Route wählen. Genau hier hilft das Aufschreiben oder bewusste Aussprechen. Denn jedes Mal, wenn du deine Gedanken bewusst formulierst und neu bewertest, trainierst du dein Gehirn, alternative Wege zu nutzen. Ein einfacher Weg, dies in deinen Alltag zu integrieren, ist eine bewusste 5-minütige Schreibpause am Tag. Egal ob morgens, mittags oder abends, Hauptsache du nimmst dir diesen Moment bewusst. Schreibe deine Sorgen so konkret wie möglich auf. Was genau beunruhigt dich? Welche Gedanken laufen dir immer wieder durch den Kopf? Frage dich: Ist das wirklich realistisch? Betrachte die Situation aus einer anderen Perspektive. Stell dir vor, du bist ein Außenstehender. Wie würdest du das Problem dann bewerten? Sprich die aufgeschriebenen Gedanken laut aus. Du wirst merken,
Sobald du deine Gedanken in Worte fasst, verlieren sie ihre Bedrohlichkeit. Unser Gehirn arbeitet in automatischen Denkmustern und bevorzugt oft negative Gedanken. Solange Gedanken nun in unserem Kopf existieren, können sie sich endlos wiederholen. Das Aufschreiben zwingt uns, unsere Gedanken zu ordnen und objektiver zu betrachten. Negative Gedanken verlieren an Macht, wenn wir sie konkret formulieren. Durch bewusstes Unterbrechen der Gedankenspirale können wir neue positive Muster schaffen. Nimm dir heute 5 Minuten und schreibe eine Sorge auf, die dich aktuell beschäftigt. Betrachte sie dann mit etwas Abstand. Ist sie wirklich so bedrohlich, wie sie sich anfühlt? Gibt es eine andere Sichtweise? Beobachte, wie sich deine Emotionen verändern, wenn du den Gedanken aktiv formulierst. Lass deine Gedanken nicht einfach passieren. Übernimm die Kontrolle. Dein Kopf ist ein mächtiges Werkzeug. Nutze ihn bewusst.